Wie muss das gewesen sein? Dort mal, wo die digitalen Geräte nah bis nah unser Leben erobert haben. Das wollen wir zusammen herausfinden heute Abend. Und für das steigen wir tief in den Keller ins Archiv vom Schweizer Fernsehen und fischen dort die schönsten Perlen raus. Die Zelle ist ja die kleinste, selbstständig lebensfähige Einheit, die wir kennen. Das ist die Zelle gleichsam der Baustein des Lebens. Und nun aber hat die kleine Zelle hier überall ihre Strahlen, und hier wieder und hier und überall, deshalb ja auch der Ausdruck Sonnentierchen. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna. Keine sogenannte alternative Freizeitbeschäftigung, sondern eher Weiterbildung. Ein wesentlicher Beitrag zur Verhinderung von Verzweiflung und seelischer Grausamkeit könnte das offene, aufklärende Gespräch zwischen den Generationen und den Partnern sein. Es findet selten statt. Es wird gemieden. Also Sie haben praktisch einen göttlichen Auftrag, das zu machen? Also ich finde, es ist so. Ich habe einen Auftrag, für das ich müsste das machen. Ich habe vorher in einem Einfamilienhaus gewohnt. Dort hat es natürlich weniger Kinder gehabt, aber dafür mehr Wiese und mehr Freiheit. Man hat nicht so viel in der Wohnung gesessen. Da ist man viel mehr angebunden. Aber schön ist es, weil es viel mehr Kinder hat. Da kann man auch voraus. Aber dann muss ich immer vom 17. Stock mit dem Lift runterfahren. Wenn es so weitergeht, wird es eine Revolution geben in diesem Land. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Es wird eine unkontrollierte Revolution geben. Und das ist die höchste Form der Anarchie. Ja, jetzt bin ich wirklich müde. Ich merke am Kopf auch in den Augen. Ich kann schon so nicht mehr richtig schauen und so einen komischen Kopf. Aber ich kann schon noch denken, ich kann vernünftig handeln. Aber irgendwie ist es nicht, wie man so hellwach wäre. Also, den Zustand habe ich nicht, aber den habe ich nie. Aber während dem Nachfall, wenn ich reingehe, dann ist es nur schwarz wie Vollnarkose. Ich nehme mich gar nicht mehr wahr. Ich höre nicht mehr, ich sehe nicht mehr. Man kann sich das vorstellen wie in einem Schlaf ohne Traum. Yin
Ja. Yin. Yin, Ja. Yang. Yin, Yang. Yin ist Himmel, Yang ist Erde. Und ich war wirklich geladen und als sie dann da die Stege abgelaufen, habe ich sie gepackt und habe sie im Schwitzkasten da an die Wand angezogen und habe sie dann wirklich voll an die Wand angeklatscht, weil ich einfach so verrückt bin. Per Flugpost soll der Brief zu Gott. Ob er je ankommt, scheint ungewiss. Macht nichts, sagt Jasmin. Gott weiß ja schon, was drinsteht. Wer wird fragen, ob ein Glück dem Tanzlokal, der Skipiste oder der Zeitung zu verdanken ist? Wer wird fragen, wo ein Glück zustande kam? Schließlich werden Sonnenstürme auf der Erde einen Polsprung auslösen und alles Leben auslöschen. Willkommen im Reich Gottes. Es steht geschrieben, 1. Buch Mose, Vers 27, dass der Mensch nach göttlichem Ebenbild geschaffen sei, die Krone der Schöpfung. Nur Wunder können es noch retten. Wir müssen das historisch anschauen. Der Computer ist ein Produkt von der Rüstungsindustrie. Das sagt er klipp und klar. Zuerst macht er uns geistig kaputt und dann physisch. Ja, also jetzt los mal. Wenn ich mir einen Textcomputer zutue, mache ich damit einmal einen Lankenkrieg. Das ist für meine Arbeit ein praktisches Werkzeug, eine Erleichterung. Wie willst du das beurteilen? Wir programmieren einen Algorithmus, wir nennen ihn Bottog. Bottog wird es möglich sein, dass er im Internet Hass findet, den aufspürt und ihn zurückbringt an eine Community, wo er darauf reagieren kann. Die moderne Technik als alles verschlingendes Ungeheuer. Die menschliche Angst vor dem Herrschaftsanspruch der Maschinen hat einer konkreten Bedrohung der eigenen Existenz Platz gemacht. Habe ich ein Karussell gehabt, ich konnte es nicht mehr abstellen. Einfach nicht. Das hat immer die gleichen Gedanken. Sind einfach durch, obwohl ich schon lange schlafen wollte. Aber es ist nicht gegangen. Der Fernseher blickt nicht nur in die Wohnstuben, er maßregelt auch das Verhalten der Bürger. Die Wirklichkeit hat mittlerweile die Fiktion eingeholt. Der Bürger des Jahres 1984 ist zum gläsernen Menschen geworden, durchsichtig. Sein Leben eine auflistbare Informationseinheit, die jederzeit abrufbar ist. Die Kinder sind ständig Zeugen der täglichen Arbeit ihrer Eltern und Großeltern. Darin ist ihre Achtung vor den Erwachsenen verwurzelt. Einen beliebigen Haufen menschlicher Zellen, als einen Fettklumpen, der nur durch die Haut zusammengehalten wird. Ja. Wie entziehen Sie sich selbst diesem Schicksal? Wenn die Prüfung beendet ist, werden die Antworten von einigen Experten korrigiert, und zwar nach einem schnellen und unfehlbaren System.
Der Großteil der Gemeinde ist katholisch. Bestanden. Welch stolzer Augenblick. Halt gleich die Bilder einfach für 1:1 nehmen und das Gefühl haben, sie müssen auch so funktionieren können, wie die Schlaufe, die sie da serviert bekommen. Und Ich lasse mir ein XBT-Chip-Implantat setzen. Das Tolle an dem Chip ist, er kann meine Körperwärme an der Stelle, wo ich es mir implantiere, analysieren und ich kann es auswerten mit dem Gerät und ablesen. Das könnte man aber auch ein Fiebermesser brauchen. Und mich dunkt es, dass wir immer mehr in einem Comic hineinleben, das könnte vielleicht damit zu tun haben, dass man mit der realen Welt einfach nichts mehr anfangen kann. Dass man, vor allem, man muss ja immer denken, wir befinden uns in einer Welt, wo etwas verkauft wird. Normalerweise fährt man wie in einer Bobbahn. Man hat so zwei Wände links und rechts und fährt einfach. Aber jetzt plötzlich kann ich darüber hinaus sehen und Zusammenhänge sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Kleine Müsli knabbern am Speck. 10 kleine Müsli knabbern am Speck. Los, da kommt eine schwarze Katze. Husch, die alle weg. Man erkannt zwar die menschlichen Wesen, also diese Umrisse, aber es war nicht vergleichbar mit wirklichen Menschen. Ich stelle Mama keine Fragen zur Leihmutterschaft, das macht sie traurig. Und dann macht es mich traurig, wenn sie traurig ist. Seit 7 Jahren weiß sie, dass ihr biologischer Vater ein katholischer Priester war. Eine große Frage wird ihr niemand mehr beantworten können. Ja, aber er hat mich gerne gehabt. Das ist mir das Kind.
Die schlichte Frömmigkeit des Alpsegens, die Nansen von der Seebodenalp rief, der klare blaue Himmel als Dom über dem Festgottesdienst. Ein würdiger Auftakt für das traditionelle Elblerfest auf der Rigi. Christus ist auferstanden. Das Grab öffnet sich unter dem Beben der Erde, die Sonne verfinstert sich und Gräber geben die Toten frei. Das Böse ist besiegt. Yes, oh, let's speak English then. No, but I try hard. 4 pizzas and 2 salads, please. Mein Gedächtnis schwindet. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Am Anfang hat es einen Eindruck gemacht. Aber jetzt finde ich es langsam durchnehmen. Wieso? Es wird schwierig. Die Zeiger stehen auf dem 12. Das bedeutet, es ist 12. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir unter der Uhr sehen. Ein neuer Alltag hat begonnen. Er reiht sich ein in den endlosen Ablauf der Arbeitstage. Wo die Monotonie des Alltags den Menschen zu zermürben droht, sucht er nach Unterbrüchen und Höhepunkten, die die Zeit gliedern. Ein Pärchen, das nicht gefilmt werden wollte, verließ fluchtartig das Lokal. Etwas, wo einfach über die menschlichen Kräfte geht, zum Aushalten. Zwei Mädchen gehen Wasser reichen, zwei Bübli gehen pumpen. Da schaut eine Frau zum Fenster raus und ruft: «Ey, die Tausendslumpen!» Es ist doch interessant, dass man mit dem Auffinden von immer mehr Steinsetzungen, immer mehr Megalithikum, und zwar weltweit, auch überall die gleichen Aussagen hat. Wenn das Thema Kleider ist, da bin ich Chefin. Wenn man das Thema Essen geht, ist er der Chef. Es ist halt nicht immer so einfach, aber man gewöhnt sich dann dran. Der Spieler, The Champ, auf den die Blicke der Frauen gerichtet sind, bespiegelt sich selbst in diesem Spiel im Spiel-Motiv. Denn Champ möchte jeder sein, und wenn auch nur im Wettkampf mit der blitzenden Kugel. Ich hasse die Berge, hasse die Kälte, das Glatteis, die steilen Wände, die einen erdrücken.
Was hat mich bloß auf die irrwitzige Idee gebracht, hierher zu kommen? Das Schweizer Fernsehen. Ich habe Situationen so miterlebt und so miterlebt und hinter sie und für sie und ich weiss, wie es eigentlich abläuft. Und wegen dem bin ich auch... Wenn man so viel schnupft, gibt es kein Problem mit den Nasenwänden oder so? Nein, nein. Solche Vorkommnisse rufen natürlich, kaum publiziert, alle möglichen Leute auf den Plan. Von Geisterbeschwörung, Wärmeausstrahlungen oder gar grünen Männchen ist hier die Rede. Bitte urteilen Sie doch selbst. Diese Gegebenheit in einem Kontext zur Gegenwart, das ist etwas Fantastisches. Denn die Wiederholung der Gegebenheiten, das ist doch sichtbar. Und dann kann man die feinen Streifen schneiden. Das geht ganz gut. Sonst ist man ja gewöhnt, quer zu schneiden. Ja, aber für diesen Fall, Sie sehen es dann nachher beim Anrichten, es sieht schöner aus als Lauchringli. Dass das Prozesse sind, genau wie Tag und Nacht und Schlafen und wieder ein neuer Tag. Es ist wirklich im Grunde eine ewige Wiederholung, die wir offensichtlich so lange brauchen, weil wir nicht wach genug sind, nicht bewusst genug sind und es nicht genügend hier lernen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also schaust du positiv in die Zukunft? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du, ich... Also... 316. 192 Länderkapellen, 124 Handorgelduett, 106 Jodlerclub, 82 Trachtengruppen, 69 Musikgesellschaften, 62 Chöre, 58 Blasmusikli und manches anderes. Danke, Schluss mir schon. Gelegentlich auch ein eisiges Frösteln in die Häuser und man hat kein Gefühl mehr in der Hand. Wie kann man das Syndrom behandeln? Abtreibung. So wird ein chirurgischer Schwangerschaftsabbruch gemacht. Gibt es dabei Risiken oder muss man sogar mit Folgeschäden rechnen? Fußbild. Er lauert in der Dusche oder im Spannteppich. Also ich hatte das Glück, noch in einer Welt meine Kindheit zu verbringen, die eigentlich noch intakt war. Praktisch noch nicht, ohne all die Störungen von der modernen Technik. Liebe Zuschauer, man redet heute viel von der Mitmenschlichkeit und meint damit, man muss auch an die anderen denken. An welche anderen? An alle, die in einer Not sind. Schlussendlich ist man zufrieden mit dem, was man hat und man probiert sich mit dem zu arrangieren, was man hat. Ja. Und ich denke, es geht anderen Familien oder anderen Leuten auch so. Und darum wollen wir gar nicht jammern. Ja, nichts dafür können. Und im Elend, das sind Widersprüchlichkeiten, wo wir einfach keine Antwort haben. Ich habe keine Antwort auf die Widersprüchlichkeiten, bin aber überzeugt, dass hinter dem Vorhang noch so viele Sachen sind, die im Ganzen dann wieder irgendwo aufgehen. Nur können wir es nicht sehen.
Die Leute können selber schauen, was sie wollen, ob es eine Rolle ist oder ich mich selber spiele. Welches auch immer ihre persönliche Meinung sei, in diesem Hause zählt sie nicht. Hier fragt man bloß danach, ob sie ihre Steuererklärung rechtzeitig abgegeben haben. Abhauen in den Cyberspace heißt die Devise. Die Spieler sind dabei völlig abgeschnitten von der Realität und sehen im Innern des Helms in einer Art Taucherbrille eine computergefertigte, dreidimensionale Welt. Da können sie beispielsweise als Held herumspazieren und die gefangene Prinzessin befreien. Aber ich möchte dazu sagen, bitte lassen Sie sich diese hübsche Illusion nicht rauben. Wir sind ja aufgeschlossene Menschen und wir wissen, ein ganz kleines Trickchen sitzt irgendwo. Also, Ade, böse Geister, und gute Fahrt. Sie werden hier ziemlich streng kontrolliert, stört das nicht? Ja, wie kontrolliert? Was kommt Sie wünschen? Grüezi. Aber könnten Sie ja vielleicht gleich auch hier innen noch irgendeine Art von Lebenssinn finden, oder? Das möchte ich nicht. Wieso kommt er echt nicht? Und dann denke ich, auch wenn es jetzt so wäre, das wäre dann schön. Nadeln, 24 Stück. Die. Ich sehe einen Haufen hübsche Frauen. Aber ich habe noch nie gross eine angesprochen. Ich bin am Arbeiten. Lauter intelligente Kinder, weil noch niemand Gelegenheit hatte, ihnen mangelnde Intelligenz vorzuwerfen oder gar zu beweisen. Darum sind sie auch so hoffnungsfroh und stolz. Auf der einen Seite kann man ab konstruierten Sketch- und Kabarettnummern lachen, auf der anderen Seite gibt es Realsatire, Momente im Alltag voller Überraschungen, die sich zu besonders lustigen Nummern entwickeln. Sondern das Traurige ist, dass die Jugendlichen, auch wenn sie sich äußerlich in der Kleidung, in der Haartracht völlig von der Gesellschaft absetzen, im Grunde genommen die Strukturen dieser Gesellschaft gar nicht in Frage stellen.
Deshalb gab es hier dieses Jahr keine Junge. Diese Jungtiere, geboren im Vorjahr, könnten die letzte Generation der wilden Ziegen in diesem Tal sein. Ist man als Weisse noch herzlich willkommen gewesen? In jedem Fall, ja. Ja, richtig, ja. Wie würden Sie heute die Stimmung beschreiben? No comment. Eine extreme Situation ist und dass man da etwas muss sagen, dann glaube ich, würde ich mich getrauen, auch am Fernsehen die Meinung zu vertreten, auch wenn es politisch Konsequenzen könnte haben. Da hätten Sie keine Angst davor? Jetzt im Moment kann ich schon sagen, ich hätte keine Angst, aber ich hoffe, ich hätte dann keine Angst. Johnny, wie stehst du der Gewalt gegenüber? Ich bin eigentlich nicht für Gewalt, aber die Gewalt wollen, die können es haben, oder? Und die haben es meistens verdient, wenn sie Gewalt haben, oder? Wie merkst denn du, dass jemand Gewalt will? Man weiss es ganz einfach nicht. Man nimmt an und hofft, dass es nichts macht. Aber man kann das nicht mit Sicherheit sagen. Also mich macht das irgendwie verrückt, wenn ich so Aussagen höre. Aber wie glaubwürdig sind solche Aussagen? Man muss natürlich Zweifel anmelden. Und das Licht hat eine Stimme gehabt. Und ich habe immer herumgeschaut, wo kommt die Stimme her. Aber es ist wie wenn es ist einfach es wie anders in dieser Dimension. Und das zu beschreiben ist schwierig. Und woher nimmst du die Kraft? Ich kann nicht. Sicher, ich. Ja. Es geht um dich. Ja. Um deine Lebensfreude. Ja, sicher. Was ist es genau für ein Gefühl? Also es kommt von innen, von Herzen und es wird Wärme ausstrahlen und alle irgendwie mitnehmen. So ein richtiges Feeling, alle miteinander. Also Freude, dass irgendjemand mitreißen kann in etwas innen, oder? Neben dem narzisstischen Gewinn, den der Einzelne aus dieser Rolle gewinnen kann, wird vor allem das Gruppenverhalten bestimmt. Die zufällig entstandene Gruppe wird strukturiert, das heißt, die Rollen werden verteilt, die Teilnehmer fühlen sich sicherer und wohler. Zuletzt wird ein Kräuteröl angeboten. Für nur 18 Franken hilft es gegen fast jedes Leiden. Man kann es trinken, aber auch einreiben. Oh. Und es ist ja gleich, welchen Herrgott das man hat, habe ich das Gefühl. Der Herrgott ist der Braten und die Religionen sind die Sauce. Da kannst du eine weisse, eine gelbe, eine Curry, eine brüne haben, Weissauce. Alles gut, das ist doch gleich wert. Hauptsache, man hat eine Religion. Auf Station 2 hat eine Patientin an dem Tag sowohl den Suizidversuch ihrer Freundin auf dem Zimmer im Heim miterlebt, als auch die eigene Mutter hat am gleichen Tag einen Suizidversuch begangen. Deswegen ist die Patientin auch suizidal geworden. Also man taucht in eine ganz andere Welt ein, wenn man hört Hirnoperationen, Elektroden implantieren. Da denkt man im ersten Moment... Du bist nicht einmal am Mittagessen, Herr Schmetzi. Tag und Nacht hockst du nur noch an deinem blöden Computer. Also seit ich den Computer habe, habe ich wirklich viele Medien ein. Außerdem verdiene ich auch einen Haufen Kotzen, was dich ja nicht stört, oder? Zum Beispiel bei diesem krankheitsanfälligen Weizen. Und weg ist das störende Gen. So züchtet man Pflanzen schneller und präziser als je zuvor. Bringst du einen Freestyle zum heutigen Thema? Genmanipulation. Die Genmanipulation ist doch einfach die Krone, Mann. Was willst du von dem? Also du am Telefon, mach auch mit. Jetzt ist deine Zeit. Oder willst du, dass auch in deiner Heimat das Kreuz fällt?
nein. Wie kann man nur auf so einen alten Trick hineingehen? Geben wir ihm noch mal eine Chance. Zwei Chancen und wieder leer ausgegangen. Machen Sie es besser. Nehmen Sie Ihre Chancen im Leben wahr. Wir geben Ihnen die nötige Sicherheit. Uli, was ist denn? Elke, das ist mir noch nie passiert. Es geht auf einmal nicht mehr. Und das gibt einem ein gutes Gefühl, da kann man die Aggressionen so richtig loswerden und so. Und ich finde, da gibt es sehr wenig Möglichkeiten in der Schweiz, die Aggressionen loszuwerden. Die Bremse benutzt man nur im Notfall. Der Fahrer muss mit seinem Hosenboden-Feuerstuhl 1 werden. Man versucht sich richtig ins Universum rausbeamen zu lassen. Die Party, die ist Leben. Wenn ich ihn an einem Marterpfahl anbinden könnte, würde ich ihm die Haut streifenweise ablösen und mit Pfeffer und Salz die Wunde bestreuen. Das kann ich einfach nicht gerne. Das liegt einfach nicht drin in mir. In einer Zeit, wo nationale Heiligtümer noch nicht demontiert und hinterfragt wurden. Das gilt eigentlich nur als Passage, weil es auch gefährlich ist. Wir haben ist ein bisschen schmal. Relativ, ja, richtig, schmal. Und da ist natürlich dann das reinste Hauseckenrennen. Jetzt muss jeder Griff sitzen. Denn die Show beginnt. Tablet oder Kapseln schlucken ist gar nicht so schwer. Man muss einfach zuerst mit ein bisschen Wasser die Speiseröhre vorbefeuchten, dann ein gutes Glas Wasser nehmen und die Tabletten mit dem Wasser schlucken und dann noch ein bisschen nachtrinken. Wir haben 2 Verbrennungstoiletten, eine elektrische und eine Gasverbrennungstoilette. Wenn man den Deckel zumacht, zündet der Brenner durch eine Zündkerze, die dann restlos alles verbrennt zu Asche. Absolut geruchfrei. Es war lebendig, das Licht. Es hat vibriert vor Energie, ganz subtile Energie und vor Kreativität. Hast du in der Stube das Licht brennen lassen? Dann musst du mal schauen. Etwas völlig verstandlos. Es gibt für mich keinen Weg für das. Dann sehe ich noch etwas. Ich sehe noch ein bisschen die Umgebung und so. Das nehme ich schon noch wahr. Ein Archiv, genauer ein Filmarchiv von anno dazumal. Dann kommt der Geschlechtsteil weg fort. Das sieht nachher genau gleich aus wie bei einer Frau. Ja. Ich muss nachher auch hocken beim Beiseln. Das mache ich jetzt eigentlich schon. Das habe ich gerne gemacht. Ja. Ja.
Willst du machen? Ja. Muss das riesen Trampolin? Ja. Das riesen? Langsam, Das ist der Geschichtenstuhl. Immer gedacht, ja, wenn du getauft bist, dann stehst du unter Gottes Schutz. Warum hat er mir dann nicht geholfen? Warum hat er das Ganze zugelassen? Was habe ich getan, dass mir das ab meinem Kleinkindesalter passiert?